Hallo, ich bin Tommy und heiße euch herzlich willkommen in meinem Bastelkeller. Heute arbeite ich an einem Projekt, das ich schon viel zu lange vor mir hergeschoben habe. Jetzt ist es aber endlich soweit. Das alles hier möchte ich verbauen und ich bin sicher, ihr seht noch nicht, was es mal geben soll. Was ist das hier? Nun, das ist der Fuß einer ehemaligen Stehlampe. Die ist kaputt gegangen, aber den Fuß den wollte ich noch behalten. Da wusste ich nämlich schon, was es da mal werden soll. So, das Kabel brauche ich nicht mehr. Das muss ich hingegen irgendwo befestigen und da ich keine solche Mutter habe, gibt es ein Loch rein. Naja, also es ist nicht meine beste Arbeit, aber wir haben ein Loch, das durchgehend ist und diesen Teil sieht man sowieso nicht. Daran schraube ich zwei Winkel fest und bereite eine Holzkonstruktion vor. Schon mal anprobieren. Das Rohr ist noch zu lang und muss gekürzt werden. Der Rohrdeckel ist zu massiv, um Schrauben einfach so reinzudrehen. Deshalb muss ich da ein wenig vorbohren. Und nochmals. Und noch ein drittes Loch. So, aber jetzt klappt es mit den Schrauben. Das hält wohl für die Ewigkeit. So, mein Projekt nimmt langsam immer mehr Formen an. Nur noch etwas gibt es zu machen, dann bin ich hier unten fertig. Und zwar noch zwei Befestigungslöcher bohren für zwei letzte Schrauben. Ich glaube, das war's nun wirklich. So, hier hat es nun ein wenig Holz drin. Das ist, um das Ganze miteinander zu befestigen. Einerseits diese Abflussröhre und andererseits dieser Lampenfuß. Jetzt kommt noch das letzte Stück drauf. Das ist so ein Abschlussdings. So. Nun kommt weiße Farbe drauf. Also nicht überall, aber einfach dort, wo das Rohr viele Rundungen und Kanten hat. Und besonders schön muss es zum Glück auch nicht sein. Nachdem die relevanten Stellen nun weiß gestrichen sind, folgt der letzte Schritt, das Bekleben. Dazu habe ich diese Marmorfolie gekauft und schon mal ein paar Stücke ausgeschnitten. Ich lasse hier mal ein bisschen schneller laufen, denn weil ich das wirklich exakt machen will, lasse ich mir bei jedem Schritt schön Zeit. Und die oberste Folie ist natürlich auch die wichtigste. Dann schneide ich mehr Folie zu. Alles natürlich schön nach Maß. Ja, und diese Streifen kommen nun nach und nach an alle flachen Stellen. Und ihr seht schon, wieso ich rundherum weiße Farbe aufgetragen habe. So fügt sich alles nahtlos ein. Der lange Teil des Rohrs ist besonders knifflig. Einfach weil es ein besonders großes Stück Folie braucht, gerade sein soll und ich unschöne Luftblasen möglichst vermeiden möchte. Der Fuß mit seiner Linsenform ist ebenfalls eine Herausforderung. Die gehe ich an, indem ich einzelne Segmente aufklebe. Wenn ich die gut andrücke, kann ich die Rundung ausgleichen. Die Enden unten lassen sich wunderbar umklappen, wie wenn das Teil dafür gemacht wäre. Ein Knopfloch, das ist die gute Idee, auf die ich lange gewartet habe. Genau, da die Säule fertig ist, geht's mit Nähen weiter. Der Knopflochfuß hilft da schon mal. Und gut, dass meine Nähmaschine ein Programm dafür hat. Da reicht es, mit dem Fußpedal Gas zu geben. Da ist nun also mein Knopfloch im lustigen Samtstoff. Das Knopfloch dient nun also dazu, den Glückszehner zu befestigen, die erste selbstverdiente Münze von Dagobert Duck. Also das ist natürlich nicht wirklich seine. Nicht mal Gundel Gaukelei gelingt es ja, sie ihm abzuluchsen. Aber es ist genauso eine Münze. Das weiß ich dank Don Rosa. In seiner Dagobert-Biografie Sein Leben, seine Milliarden hat er eine ganz nahe abgebildet. Das hat mich derart fasziniert, dass ich mir eine besorgt habe. Es ist ein amerikanisches 10-Cent-Stück, ein sogenannter Dime, aus dem Jahr 1875.
Darauf ist die sitzende Lady Liberty zu sehen und auf der anderen Seite steht One Dime. Jetzt noch die Glasglocke aufgesetzt und damit ist mein Projekt nun fertig. Hier seht ihr das Ergebnis meiner Arbeit und ich bin damit sehr zufrieden. Wie aus einem Stück Marmor gehauen. Parallel dazu habe ich mir übrigens noch eine kleinere Version für den Schreibtisch gebaut. Da schaut Dagobert gleich noch glücklicher drein. Und ich auch, wenn ich nun im Homeoffice arbeite. Mein Projekt Glückszehner-Aufsteller hat mir wirklich Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Tschüss und danke fürs Zuschauen. Besuche meine Webseite tommy.ch, abonniere meinen Kanal oder klicke hier, um ein anderes LTB-Video von mir aufzurufen. Hat dir dieses Video gefallen? Dann freue ich mich über Daumen hoch. Danke!